Liebe Häkelfreunde, heute lade ich euch ein, dieses wunderschöne naturfarbene Boho-Shirt mit mir zu häkeln. Es ist einfach und schnell gemacht und ihr könnt es in verschiedenen Größen nacharbeiten. Die verwendete Wolle ist ein veganes Sommergarn, bestehend aus 60% Baumwolle und 40% Leinen, also genau das Richtige für dieses wunderschöne Boho-Shirt. Detaillierte Angaben zum verwendeten Material und wo es erhältlich ist, findet ihr im Video sowie in der Videobeschreibung. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Heute verwende ich dieses wunderschöne vegane Sommergarn mit dem Namen Juniper Moon Farm Sui. Es besteht aus 60% Baumwolle und 40% Leinen und ist bei 30 Grad im Schonwaschgang waschbar. Ein Knäuel hat 100 Gramm und 260 Meter Lauflänge. Ich verwende die Farbe Nummer 05. Ich bedanke mich an dieser Stelle herzlich bei Miriam, die mir dieses Garn zur Verfügung gestellt hat und das ich sehr gerne ausprobiere. Der Etsy-Shop heißt Wolle Profi Miriam und es gibt dort zum Beispiel handgefärbte Wolle, reine Naturgarne oder Wolle aus recycelten Textilien und vieles mehr. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne mit einer Anfangsschlinge und ich nehme für die Anschlagsreihe eine Häkelnadel Nummer 4 und steige danach auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Ich häkle zunächst 2 Luftmaschen, drehe die erste um und steche mit der Nadel in die erste Luftmasche ein, so dass 2 Fäden oben sind und einer unten. Hole den Faden durch, masche nur einen Faden ab und dann die restlichen 2. Ich steche in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen 2. In den Querfaden einstechen, das ist nur ein Faden, den Faden durchholen. Wir häkeln sozusagen zuerst die Luftmasche und dann die feste Masche. In den Querfaden einstechen, den Faden durchholen, zuerst eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen 2. Wir haben jetzt 4 Maschen gehäkelt, 1, 2, 3, 4 und gehäkelt wird dann hier, wo die schönen Maschen sind, und ich mache für die Größe 40-42 circa 55 cm. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und wir brauchen eine Maschenzahl, die durch 6 teilbar ist und dann noch eine zusätzliche Masche. Bei mir sind das 79 feste Maschen, 78 ist durch 6 teilbar plus eine zusätzliche Masche. Die Zahlen können bei euch anders sein.
Wie gesagt, richtet euch nach den Maßen, die schreibe ich euch rechts oben in die Ecke, und wenn ihr eure Anschlagsreihe gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Anschlagskette gehäkelt. Bei mir sind das ungedehnt gemessen ca. 55 cm. Ihr habt euer Maß und jetzt kippen wir das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind. Und ganz wichtig, ich steige jetzt auf eine Häkelnadel Nummer 5 um. Und ich beginne mit 3 Luftmaschen, die zählen bereits als erstes Stäbchen. Damit ist diese erste Masche bereits besetzt und wir häkeln in die zweite Masche ein Stäbchen und häkeln lauter Stäbchen hinüber. Bei mir sind es 79 und bei euch dieselbe Anzahl wie vorhin in der Anschlagsreihe. Diese Zahl muss genau passen. Es müssen gleich viele Stäbchen sein, wie ihr angeschlagen habt, also eine Zahl, die durch 6 teilbar ist, plus ein zusätzliches Stäbchen. Und wenn ich alle Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe meine Reihe Stäbchen fertig gemacht. Ich wende die Arbeit und bei der Rückreihe beginne ich mit einer Luftmasche. Die dient dazu, dass wir in die Höhe kommen, und ich starte hier gleich über dem ersten Stäbchen und häkle eine feste Masche und häkle lauter feste Maschen zurück, also dieselbe Anzahl wie wir Stäbchen haben, häkeln wir jetzt feste Maschen und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ganz wichtig, die letzte feste Masche muss in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens. Nicht weiter unten einstechen, sonst wird dieses Randstäbchen zu kurz und mit der Zeit zieht sich der Rand zusammen. Wir brauchen immer dieselbe Höhe bei den Stäbchen, damit der Rand schön gerade wird. Und wir wenden wieder und jetzt machen wir die ersten Cutouts. Dazu beginnen wir mit einer Luftmasche und häkeln gleich in die allererste Masche eine feste Masche. Dann häkeln wir 5 Luftmaschen, überspringen 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5, und in die 6. Masche häkeln wir wieder eine feste Masche. 5 Luftmaschen, 5 Maschen überspringen und in jede 6. Masche eine feste Masche häkeln. Noch einmal 1, 2, 3, 4, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 Maschen überspringen und in die 6. Masche eine feste Masche häkeln. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Am Ende bleiben 6 feste Maschen übrig. 5 davon überspringen wir mit 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5. Und in die letzte feste Masche kommt noch eine feste Masche. Und wir wenden. Und wir beginnen wieder mit einer Luftmasche und häkeln gleich in die erste Masche ganz am Rand eine feste Masche. Dann häkeln wir um diesen Luftmaschenbogen herum
5 feste Maschen. Und diese 5 müsst ihr ein bisschen verteilen, damit ihr gut auf die andere Seite hinüberkommt. 4, 5 und dann eine feste Masche in diese feste Masche zwischen diesen Bögen. Wir haben also ganz am Anfang eine feste Masche, 5 im Luftmaschenbogen und eine in die feste Masche. Jetzt folgen wieder 5 feste Maschen in den Luftmaschenbogen und die gut verteilen und dann wieder eine feste Masche in die feste Masche. Das Ganze sieht so aus und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich habe die 5 festen Maschen in den Bogen gehäkelt und ganz wichtig, auch in die letzte feste Masche ganz am Rand gehört noch eine feste Masche. Und damit diese Reihe schön wird, dürft ihr ruhig mal ordentlich daran ziehen. Und wir wenden wieder und häkeln 3 Luftmaschen. Die zählen als erstes Stäbchen, damit ist die erste Masche besetzt und wir häkeln in jede feste Masche ein Stäbchen und kommen wieder auf dieselbe Zahl, mit der wir begonnen haben. Und wenn ihr alle Maschen abgehäkelt habt, sehen wir uns am Ende der Reihe wieder. Willkommen zurück, ich habe meine Stäbchen gehäkelt und ihr dürft hier wirklich ab und zu mal das Ganze in die Breite ziehen. Und wir wenden und wir häkeln wieder eine Reihe feste Maschen. Wir beginnen mit einer Luftmasche, starten bei den festen Maschen immer gleich in der ersten Masche und häkeln lauter feste Maschen. Die Maschenzahl bleibt immer unverändert und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. In dieser Reihe ist es ganz wichtig, dass ihr die letzte feste Masche in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkelt. Und wir wenden und wir häkeln jetzt eine Reihe Stäbchen hinüber und eine Reihe feste Maschen wieder zurück. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe eine Reihe Stäbchen und eine Reihe feste Maschen gehäkelt. Jetzt folgt eine Reihe mit den Luftmaschenbögen. Die beginnt mit einer Luftmasche und einer festen Masche ganz am Rand in die erste Masche. Dann folgen 5 Luftmaschen. Wir überspringen 5 feste Maschen, 1, 2, 3, 4, 5 und in jede 6. feste Masche, 1, 2, 3, 4, 5, in jede 6. feste Masche häkeln wir eine feste Masche, 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5 auslassen und immer in die 6. Masche eine feste Masche. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, die Reihe endet mit einer festen Masche in die letzte feste Masche der Vorreihe und wir wenden wieder und die Rückreihe besteht zunächst aus einer Luftmasche,
dann einer festen Masche in die feste Masche der Vorreihe, dann 5 feste Maschen in den Luftmaschenbogen, diese so verteilen, dass ihr auf die andere Seite hinüberkommt und eine feste Masche in die feste Masche der Vorreihe. 5 feste Maschen in den Luftmaschenbogen und eine feste Masche in die feste Masche der Vorreihe. Und das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Kommen zurück. Die Reihe endet mit 5 festen Maschen in den letzten Bogen und eine feste Masche ganz am Rand in die feste Masche der Vorreihe. Und wir wenden unsere Arbeit und wir machen jetzt Folgendes. Wir wiederholen jetzt die Reihen 5 bis 10. Das bedeutet, jetzt folgt eine Stäbchenreihe, eine Reihe mit festen Maschen, eine Stäbchenreihe, eine Reihe mit festen Maschen, eine Reihe mit Luftmaschenbögen und diese Rückreihe, in der wir die Luftmaschenbögen wieder füllen. Ich schreibe euch das Ganze auf, sodass wir also dann 3-mal diese Cutouts haben, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihen 5 bis 10 noch einmal wiederholt. Das Ganze sieht jetzt so aus. Wie gesagt, hier ruhig einmal kräftig dran ziehen und jetzt häkeln wir immer abwechselnd eine Reihe Stäbchen hinüber und eine Reihe feste Maschen zurück, und ich mache für die Größe 40-42 circa 40 bis 41 cm Gesamtlänge, und die anderen Maße schreibe ich euch hin, und wenn ihr euer Maß erreicht habt, in diesem Muster immer eine Reihe Stäbchen, eine Reihe feste Maschen, dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe ca. 41 cm erreicht, habe mit einer Reihe festen Maschen geendet, also mit einer Rückreihe, und jetzt teilen wir das Muster für das Schößchen ein. Und dazu beginnen wir mit 4 Luftmaschen. 3 Luftmaschen zählen als Stäbchen und eine ist für den Abstand. Wir holen einen Umschlag, lassen die nächste Masche aus. Die erste ist bereits besetzt, die zweite lassen wir aus, und in die dritte Masche häkeln wir eine Dreiernoppe, ein Umschlag, den Faden einmal durchholen, etwas länger ziehen, ein Umschlag, den Faden ein zweites Mal durchholen, ein Umschlag, den Faden ein drittes Mal durchholen und immer etwas länger ziehen, sodass ihr nachher mit der Nadel gut durchkommt. Wir maschen alle gemeinsam ab, bis auf 2 und dann die restlichen 2. Jetzt folgen 3 Luftmaschen und in die nächste Masche, gleich neben der Noppe, kommt wieder eine Dreiernoppe. Einmal, zweimal, dreimal, alle Fäden abmaschen und dann die restlichen 2. Das sieht so aus. Jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen, überspringen 4 Maschen, 1, 2, 3, 4, und in die 5. Masche häkeln wir wieder eine Dreiernoppe, 3 Luftmaschen,
und gleich in die nächste Masche wieder eine Dreiernoppe. Das ist eine Gruppe und zwischen den Gruppen häkeln wir 2 Luftmaschen als Abstand, überspringen 4 Maschen und in die 5. kommt eine Dreiernoppe. Dann innerhalb der Gruppe 3 Luftmaschen und in die nächste Masche wieder eine Dreiernoppe. 2 Luftmaschen als Abstand, 4 Maschen überspringen, eine Dreiernoppe, innerhalb der Gruppe 3 Luftmaschen und in die nächste Masche wieder eine Dreiergruppe. Und zwischen den Gruppen sind 2 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 Maschen auslassen und dann kommt die nächste Gruppe und das machen wir die ganze Reihe so. Am Ende der Reihe bleiben 3 Maschenköpfe übrig und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin beinahe am Ende der Reihe angekommen. Wie gesagt, hier sind 3 Maschenköpfe noch übrig. Die Reihe endet so. Wir häkeln noch eine Luftmasche und dann überspringen wir 2 Maschen und in die letzte feste Masche häkeln wir unser Randstäbchen. Wir haben auch hier mit einem Randstäbchen und einer Luftmasche Abstand begonnen. Und wir wenden die Arbeit und die Reihe beginnt immer mit 4 Luftmaschen. Eine ist für den Abstand, 3 zählen als Stäbchen. Dann holen wir einen Umschlag und häkeln jetzt immer in diese Gruppen hinein, in die Mitte hinein, wieder eine Gruppe und eine Gruppe besteht aus einer Dreiernoppe, 3 Luftmaschen und einer weiteren Dreiernoppe in dieselbe Lücke. Das sieht so aus. Dann zwischen den Gruppen 2 Luftmaschen als Abstand und wir springen in die nächste Gruppe und häkeln wieder eine Dreiernoppe, 3 Luftmaschen und noch eine Dreiernoppe in dieselbe Lücke. Das sieht dann so aus und wie gesagt, Abstand zwischen den Gruppen ist 2 Luftmaschen, dann eine Dreiernoppe, innerhalb der Gruppe 3 Luftmaschen und noch eine Dreiernoppe. Das sieht so aus, in jeder Gruppe der Vorreihe kommt wieder eine neue Gruppe. Und das machen wir die ganze Reihe so und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich zeige euch noch das Ende der Reihe. Nach der letzten Gruppe häkeln wir noch eine Luftmasche und hier haben wir 4 Luftmaschen. Und eine muss als Abstand übrig bleiben. Wir müssen also in die 3. Luftmasche von unten gezählt das Randstäbchen häkeln, damit hier dazwischen noch eine Luftmasche ist. Ich zeige euch,
die Reihe noch ein weiteres Mal. Wir starten mit 4 Luftmaschen, springen in die erste Gruppe hinein, häkeln eine Dreiernoppe, 3 Luftmaschen, eine weitere Dreiergruppe in die Lücke und zwischen den Gruppen 2 Luftmaschen als Abstand. Und wir häkeln wieder alle Gruppen ab und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig. Ich zeige euch auch das Ende noch einmal. Nach der letzten Gruppe häkeln wir eine Luftmasche, dann suchen wir die dritte Luftmasche von unten und in die häkeln wir unser Randstäbchen, sodass hier dazwischen noch eine Luftmasche Abstand bleibt. Und diese Reihe wiederhole ich für die Größe 40-42 so lange, bis mein Schößchen ca. 20 bis 21 cm Länge hat. Die anderen Maße schreibe ich euch hin und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ca. 20 bis 21 cm Schößchen dran gehäkelt und am Ende mache ich immer noch eine Luftmasche und schneide dann später den Faden ab, ziehe ihn heraus und ziehe ihn fest. Und jetzt braucht ihr ein zweites identisches Teil noch einmal und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe ein zweites identisches Teil angefertigt, habe die beiden Teile so aufeinander gelegt, dass die schöne Seite innen ist. Dann habe ich zunächst die Mitte mit einer Klammer markiert, habe in beide Richtungen ca. 13 cm hinüber gemessen und dieses Stück schließen wir jetzt und dazu steche ich ganz am Rand durch beide Teile durch und wenn ihr hier schaut, es sind schöne Einstichstellen vorhanden. Hier ein bisschen tiefer einstechen, vorne und hinten durch das gleiche Stäbchen durch. Den Faden durchholen, einen Knoten machen. Ich steche in dieselbe Einstichstelle ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal in dieselbe Einstichstelle und mache eine feste Masche und mache jetzt lauter feste Maschen bis zur Klammer und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe bis zur Klammer die Naht geschlossen, die Klammer habe ich entfernt und ich habe hier die Maschen gezählt und ihr solltet auf der anderen Seite genau gleich viele Maschen machen wie hier und ich lasse da immer noch ein Stückchen Faden dran, falls ich den Ausschnitt noch verkleinern möchte. Und jetzt dreht ihr euch das Ganze um und beginnt wieder von außen nach innen und macht genau gleich viele Maschen wie auf dieser Seite. Und wie gesagt, lasst ein Stück Faden dran, dann könnt ihr die Naht im Notfall noch verlängern. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder.
Willkommen zurück. Ich habe beide Schulternähte geschlossen, das Shirt auf die schöne Seite umgedreht und hier die Nähte etwas auseinandergezogen, damit die schön flach werden. Und im nächsten Schritt werde ich einen Ärmel vorbereiten und den zweiten Ärmel machen wir dann gemeinsam. Willkommen zurück. Ich habe einen Ärmel dran gehäkelt und auch gleich die Nähte geschlossen auf dieser Seite. Und wie man das macht, zeige ich euch jetzt. Wir befinden uns auf der schönen Seite des Shirts und ihr müsst das nun folgendermaßen machen. Im ersten Schritt messt ihr von der Schulternaht das für eure Größe angegebene Maß hinunter. Bei mir sind das ca. 25 bis 26 cm und macht euch eine vorläufige Markierung, zum Beispiel mit einer Klammer. Und dann, wir brauchen eine Maschenzahl über diese ganze Breite, die durch 6 teilbar ist, plus 2 zusätzliche Maschen. Das heißt, wir brauchen pro Seite eine Maschenzahl, die durch 3 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Und ich habe das so gemacht, ich habe hier bei der Schulternaht begonnen zu zählen, und zwar hier ist diese Reihe mit den festen Maschen gleich bei der Naht. Hier zähle ich eine feste Masche pro Stäbchen, Reihe 2. Hier kommen 3 reihenfeste Maschen zusammen, also 1, 2, 3 Maschen. Also immer pro Stäbchen Reihe 2 zählen und pro Reihe mit den festen Maschen eine Masche zählen. Und ich habe in meinem Fall jetzt 34 Maschen hinuntergezählt und habe mir in die 34. Masche einen Maschenmarkierer gesetzt. Die Zahl kann bei euch auch anders sein. Es muss pro Seite eine Zahl sein, die durch 3 teilbar ist, plus eine zusätzliche Masche. Bei mir also 33 plus 1. Und auf der anderen Seite macht ihr das genau gleich und setzt auch hier einen Maschenmarkierer. Und dann starten wir in dieser Masche, wo der Maschenmarkierer drin ist. Hier hole ich den Faden durch, verknote ihn, steche noch einmal in dieselbe Masche oder Öffnung ein, hole den Faden durch, häkle eine Luftmasche, steche noch einmal in dieselbe Öffnung ein, hole den Faden durch und häkle eine feste Masche. Und jetzt mache ich es genau, wie ich es erklärt habe. Bei mir ist jetzt hier eine Reihe feste Maschen und ich häkle immer um die Stäbchen herum 2 feste Maschen, und wo feste Maschen am Rand sind, häkle ich eine feste Masche. Und ich schaue, dass ich bis zur Schulternaht genau auf meine 34 festen Maschen komme. Und bei der Schulternaht sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich bin genau auf meine gewünschte Anzahl gekommen. Ich habe 34 feste Maschen gemacht, habe direkt vor der Naht geendet und auf der anderen Seite starten wir wieder direkt nach der Naht. Und hier ist die erste feste Masche und wir häkeln im selben System wieder unsere gewählte Anzahl. Und wie gesagt, hier kommen 3 Reihen feste Maschen zusammen, da häkle ich auch wirklich
3 feste Maschen und immer um die Stäbchen 2 und schaue, dass ich auch hier genau auf dieselbe Anzahl komme. Und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe auf beiden Seiten 34 feste Maschen gehäkelt. Zusammengezählt sind das 68 Maschen. 66 ist durch 6 teilbar plus 2 und das brauchen wir. Wir brauchen eine Maschenzahl über die gesamte Breite, die durch 6 teilbar ist, plus 2 zusätzliche Maschen. Und jetzt wenden wir die Arbeit und wir häkeln im selben Muster wie beim Schoß. Und wir beginnen mit 4 Luftmaschen, lassen 2 Maschen aus und in die dritte, die kommt, also die erste ist besetzt mit dem Ersatzstäbchen. 2 auslassen und auf der vierten sozusagen starten wir mit dem ersten Dreierbüschelchen, 3 Luftmaschen, das nächste in die nächste Masche, dann 2 Luftmaschen, 4 Maschen überspringen, 1, 2, 3, 4 und in die fünfte kommt wieder so eine Dreiernoppe. Innerhalb der Gruppe häkeln wir 3 Luftmaschen, das nächste Nöpfchen in die folgende Masche und zwischen den Gruppen 2 Luftmaschen als Abstand und immer 1, 2, 3, 4 überspringen. Und so machen wir das bis zum anderen Ende und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin am anderen Ende angekommen. Hier bleiben 3 feste Maschen übrig. Wir häkeln noch eine Luftmasche und in die letzte feste Masche noch unser Randstäbchen. Und ich zeige euch auch die zweite Reihe noch einmal. Wir wenden und beginnen immer mit 4 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen und eine für den Abstand und häkeln wieder in jede Gruppe der Vorreihe eine neue Gruppe. Und eine Gruppe besteht aus einer Dreiernoppe, 3 Luftmaschen und noch einer Dreiernoppe in dieselbe Lücke. Und zwischen den Gruppen häkeln wir 2 Luftmaschen als Abstand, springen in die nächste Gruppe und häkeln wieder eine Noppe, 3 Luftmaschen und eine weitere Noppe. Also genau dasselbe Muster wie beim Schoß. Und immer dazwischen, zwischen den Gruppen 2 Luftmaschen Abstand. Und wir sehen uns am Ende der Reihe nochmals wieder. Willkommen zurück, ich bin am anderen Ende angekommen und die Reihe endet mit einer Luftmasche und wir zählen von unten die dritte Luftmasche und in die dritte Luftmasche kommt das Randstäbchen, sodass hier dazwischen noch eine Luftmasche ist. Es ist genau dasselbe Muster wie beim Schößchen und ich häkle den Ärmel ganz gerade hinunter und als Richtwert, ich mache ihn circa 32 bis 33 cm lang und wenn ihr euer gewünschtes Maß erreicht habt,
sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe den Ärmel ca. 32 bis 33 cm lang gemacht und habe das Shirt so umgedreht, dass die Innenseite außen ist und habe mir die Nähte ein bisschen mit Klammern fixiert und ich nehme gleich den Arbeitsfaden und ich steche jetzt hier in die dritte Luftmasche hier hinten ein, hole den Faden durch und ich mache es bei diesen großen Lücken so, ich häkle in jede Lücke 3 feste Maschen. Dann springen wir zur nächsten Lücke. Ihr müsst schauen, dass die Reihen ganz genau zusammenpassen und ich häkle immer um die Randstäbchen herum 3 feste Maschen, bis wir unter dem Arm ankommen und da sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen. Auch hier solltet ihr ganz genau darauf achten, dass der Übergang zwischen Ärmel und dem Hauptteil genau zusammenpasst. Auch hier noch eine feste Masche machen und dann wieder um die Randstäbchen herum und hier mache ich es so, hier mache ich 2 feste Maschen um die Randstäbchen herum und immer eine, wo die Reihe mit den festen Maschen verläuft. Dann wieder 2 um die Randstäbchen herum und immer eine, wo die Reihe mit den festen Maschen ist. Und unten beim Schoß wieder pro Lücke 3 feste Maschen. Und wenn ihr diese Naht geschlossen habt, macht ihr die zweite Seite genau gleich und dann ist unser wunderschönes Shirt fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt Freude beim Häkeln dieses einfachen Boho-Shirts und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Wenn ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Eure Karin aus dem Ländle.